In diesem Video stelle ich dir die Erweiterung Contao Node von Terminal 42 vor. Im Contao Manager lautet der deutsche Name dafür Inhaltsfragmente. Mit dieser Erweiterung kannst du Inhaltselemente an einer zentralen Stelle verwalten und später an beliebiger Stelle ausgeben. Wie das Ganze jetzt aussieht, möchte ich dir im Backend von Contao zeigen. Dazu gibt es jetzt einen neuen Menüpunkt und zwar lautet dieser Nodes. Darin habe ich bereits ein paar eigene Nodes angelegt und zur besseren Gruppierung habe ich auch Ordner angelegt. Um einen neuen Ordner bzw. ein neues Element anzulegen, klickst du auf Neuer Node und hast hier nun die Möglichkeit, zwischen dem Typ Inhalt und dem Typ Ordner zu wählen. Ich vergebe also einen Namen für den Ordner und habe dann noch die Möglichkeit, zusätzliche Filtereinstellungen zu hinterlegen. Ich kann zum Beispiel die Sprache hinterlegen und ich kann auch Tags vergeben oder bestehende Tags einfach zuordnen. Ganz wichtig bei diesen Filtereinstellungen ist, dass sich diese nur aufs Backend auswirken und nicht aufs Frontend. Das bedeutet, wenn du hier eben diese Tags vergibst, dann hast du hier die Möglichkeit, eben nach diesen Tags zu filtern oder du kannst eben auch nach den Sprachen filtern. Auf das Frontend hat das, wie gesagt, keinerlei Auswirkungen. Wenn wir nun einen neuen Node anlegen wollen, dann haben wir eben die gleiche Vorgehensweise. Wir sagen neuer Node und legen hier zum Beispiel innerhalb unseres neuen Ordners diesen Node an. In dem Fall vergebe ich wieder einen Namen. Ich habe auch die Möglichkeit, ein zusätzliches Wrap-Element hinzuzufügen. Das heißt, es wird noch ein zusätzliches Div ergänzt, wo ich eben mit einem Template arbeiten kann oder auch CSS-ID oder eine Klasse hinterlegen kann. Auch hier habe ich wieder die Möglichkeit, entsprechende Filtereinstellungen zu hinterlegen und lege damit dann quasi einen Container an, wo ich dann meine Inhaltselemente hinterlegen kann. Ich breche das jetzt hier einfach mal ab, denn ich habe bereits einige Nodes vorbereitet, welche ich dir jetzt ganz kurz zeigen möchte. Ein Beispiel wäre, dass du deine Kontaktdaten bzw. Kontaktboxen als Node ablegst. Ich habe jetzt den Luke und die Lea angelegt, die sehen beide gleich aus. Das heißt, es gibt hier einfach nur ein Textelement mit dem entsprechenden Text und einem Bild. Und dieses können wir jetzt ganz einfach wie sonst auch als Inhaltselement auf unserer Seite ergänzen. Das heißt, ich füge hier einfach wie gewohnt ein neues Element hinzu. In dem Fall suche ich nach Nodes und wähle das entsprechende Node aus. In meinem Fall möchte ich den Luke ergänzen. Ich könnte ja auch gleich mehrere ergänzen. Ich möchte aber jetzt nur diesen einen Kontakt ergänzen. Auch hier habe ich nochmal die Möglichkeit, einen Wrapper hinzuzufügen, was wir nicht brauchen. Wir speichern das Ganze noch und wir sehen uns das im Frontend an. Auf dieser Seite befindet sich also jetzt meine zentral gepflegte Kontaktbox und ich kann diese natürlich auch an jeder beliebigen weiteren Stelle einfügen. Das heißt, wenn wir einen weiteren Kontakt auf einer anderen Seite haben möchten, zum Beispiel hier bei den Links, dann können wir das Ganze nochmal machen. Auch hier füge ich den Luke ein. Und wenn wir auf Vorschau gehen, dann siehst du, erscheint auch hier die Kontaktbox von Luke. Und hier kommt auch schon der Vorteil zum Tragen. Du kannst hier also beliebige Elemente vorbereiten, die sich wiederholen. Und wenn sich jetzt hier eine Änderung ergibt, nehmen wir an, der Luke hat ein neues Bild oder eine andere Telefonnummer, dann ändern wir das natürlich nur einmal in unserem Node. Hier zum Beispiel beim Luke. Wir ändern hier die Telefonnummer. Und du kannst dir natürlich das Ergebnis vorstellen. Sobald ich die Seite lade, ist an jeder Stelle, wenn ich das neu lade, eben die neue Telefonnummer hinterlegt. Du kannst also diese Elemente nutzen, um ganz einfach zentrale Elemente vorzubereiten, was es auch dem Redakteur wieder einfacher macht, bestimmte Elemente wiederzuverwenden. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass du das Ganze auch für die Layout-Elemente verwendest. Zum Beispiel hier unten habe ich einen Footer und damit ich diesen Footer einfach pflegen kann, habe ich ihn damals einfach als Element bzw. als Seite auf meiner Contao-Struktur angelegt und habe darin dann einen Artikel genommen und in diesem Artikel sind dann die entsprechenden Inhaltselemente eingefügt. Das funktioniert natürlich nach wie vor auch, allerdings ist es jetzt von der Übersichtlichkeit schwierig, weil natürlich oft diese Elemente irgendwo im Seitenbaum sind und es kann natürlich immer passieren, dass diese Seite versehentlich veröffentlicht wird und es wird auch nicht immer von jedem gefunden und deswegen bietet es sich natürlich an, dass du auch diese Elemente zentral in den Nodes pflegst. Auch das habe ich bereits vorbereitet, das heißt, ich habe hier jetzt unter Layout einen Footer-Node erzeugt. In diesem habe ich die Elementgruppe verwendet und in der Elementgruppe sind jetzt wieder meine einzelnen Elemente. Das heißt, jetzt kann ich das Ganze austauschen.
Ich gehe in mein Theme, in meine Module. In dem Fall habe ich hier meine Footerboxen, wo das Ganze bisher über das Insert-Tag Artikel eingefügt ist. Das möchte ich nicht mehr, sondern ich möchte das Ganze jetzt über einen Node lösen und wähle hier meinen Footer-Node aus. Wir speichern, wir starten das Frontend neu und es ergibt sich keinerlei Änderung, aber eben wird das Ganze jetzt über das Node geladen und eben nicht mehr über einen versteckten Artikel irgendwo in meinem Seitenbaum. Wir könnten diesen Node auch per Insert-Tag einfügen, das heißt, ich gehe jetzt nochmal zurück auf das Ursprungselement, das heißt, ich mache hier aus dem Insert-Article ein Insert-Node, verwende dann die ID des Nodes, das wäre in dem Fall die 6, und weil ich dieses ganze Wrapper-Element über die Elementgruppe hinzugefügt habe, muss ich die auch noch entfernen. Wir speichern das, ich lade das Ganze im Frontend neu und auch hier hat sich dann am Footer nichts verändert und das Ganze wird wieder über das Node eingebunden. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann hinterlasse mir doch gerne einen Like. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.